Ja, hallo Leute, euer Motorradtour ist unterwegs. Und zwar zum Motorradhaus Doch nach Nördlingen. Das sind die neuen V85 Modelle eingetroffen und so fahre ich heute hoch. Sind ja von hier aus doch auch 70 Kilometer hierher. Aber das macht mir ja Spaß und ich mache das gerne. Und ich bin jetzt auch wirklich gespannt auf die neuen Modelle, wie die denn sich verhalten im Gegensatz zu meiner 2022. Ja, also man darf gespannt sein. Wenn er einen Daumen nach oben macht oder sogar ein Abonnement, was euch ja nichts kostet, das würde mich doch sehr freuen. Also, dann bleibt dran, seht euch an und ja, ich hoffe, ihr habt Freude in dem Video. Den Kreisverkehr an der ersten Ausfahrt. Also, ich bin ja jetzt mal gespannt, was die neue so kann. Dass man es richtig versteht. Das soll jetzt kein Test sein, wie zum Beispiel eine Motorradzeitung oder Motorradnews das macht, weil da fehlen mir die technischen Voraussetzungen, zum Beispiel auch die Messgeräte. Also das ist einfach mein Eindruck, von dem ich jetzt berichte beim Fahren. Was die negativen Punkte von der V85 TT, das könnt ihr ja in meinem 20.000 Kilometer Video sehen. Also das war ja zum ersten mit dem Motor, mit dem Klingeln oder Klappern oder wie man das auch immer bezeichnen mag. Das hatte ich ja gelöst, indem ich einfach den teuren Sprit getankt habe. Das zweite waren die billigen Armaturen an der Seite. Das ist wohl auch gelöst, aber das schauen wir ja jetzt uns an. Und ansonsten gab es ja nicht viel Schwachstellen an der V85 TT. Ich war mit meiner Centenario auch immer zufrieden. Die hat über 20.000 Kilometer keine Probleme gemacht. Und jetzt schaut euch das einfach mal an. Und ja, ich denke für euch einfach ein bisschen Information, So, wie ich so empfinde. Da vorne sieht man schon das nette Gebäude. Das rote Gebäude ist es. Rechts abbiegen in die Emminger Straße, dann in die nächste Straße links abbiegen. Sie sind am Ziel, Erlinger Straße 1. Das Ziel liegt links. So, da stehen sie schon, die beiden schönen Modelle. Und bevor ich jetzt eine Probefahrt mache, werde ich jetzt mal mit dem Herrn Doch drüber sprechen, was er so meint zu den neuen Modellen. Interessante Sachen, bleibt dran. Oh, hallo liebe Leute, euer Motorradtour ist wieder unterwegs auf Tour. Hier beim Motorradhaus Doch in Nördlingen, mal wieder. Der Herr Doch, das ist der hier, der hat mich angerufen, dass die neuen V85 Modelle da sind. Die werde ich nachher fahren und werde euch mal ein bisschen was erzählen dazu. Jetzt kommen wir aber zuerst mal, was sich denn geändert hat, welche Modelle das sind. Simon, fangen wir mit der Hand an, oder? Ja, das ist also die V85 Strada, die neue 24er. Einfach mit Alufelgen, da erkennt man sie am ehesten. Sie hat gegenüber der normalen V85 TT keinen Unterfahrschutz. Der Gepäckträger ist an der V85 TT schon dran. Und man hat Federbein dran, wo sich die Dämpfung leicht einstellen lässt, wenn man zu zweit fährt oder Gepäck fährt. Zusätzlich hat man noch die Handguards dran, das sind so kleine Unterschiede, aber sonst sind sie motormäßig technisch gleich. Was macht denn das aus vom Gewicht her und vom Preis her? Vom Preis her ist der Tausender, vom Gewicht her bin jetzt kurz überfragt, ich schätze mal so 3-4 Kilo. Aber praktisch, das ist das Einstiegsmodell. Genau, das ist das Einstiegsmodell. Ja. Was mir jetzt auffällt ist, oder wenn ich sie fahre, was mir auffallen wird, dass der Lenker deutlich schneller ist. Ist da eine Veränderung da zwischen den zwei? Oder ist mir so vorgekommen? Also ich denke, das ist bloß Ihnen so vorgekommen, oder ist dir so vorgekommen. Also Artikelnummern sind auf jeden Fall gleich, vielleicht steht der Lenker irgendwie ein bisschen anders. Ja. Von der Montage her, das kann natürlich auch sein. Gut. Okay, und das hier, das ist jetzt die V85 so herkömmlich, wie man sie sehen, eigentlich auch kaufen. Genau. Das sieht echt gut aus in dem Rot-Weiß. Also das ist richtig, haben sie sich richtig was einfallen lassen. Muss man sagen, ja. Und was der Unterschied ist schon mal Jackett. So, jetzt zu dem Motor.
Der Motor ist ja wohl der größte Unterschied jetzt mit der variablen Nogi, oder? Ja, wenn du noch fährst, wirst du bestimmt gegenüber der alten Marke, dass der Motor wesentlich geschmeidiger läuft, dass der einfach durchzugstärker schon von unten ist. Der hat also schon im Unterbereich sei 80% vom Drehmoment, so ab 3.500 Umdrehungen. Und man kann den Motor wirklich auf 1800 Umdrehungen runterkommen lassen und trotzdem ruckfrei rausbeschleunigen. Also da haben sie wirklich ein Sahnestückchen gemacht von dem Motor und ist gegenüber den 4 PS, was jetzt die alte hat, 76 PS, die neue 20 PS. Ich denke mal, da ist ja Moto Guzzi wieder ein sehr guter Wurf gelungen mit dieser neuen V85 TT. Lässt sich sicherlich auch verkaufen. Die hat ja doch ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Karten in dieser Klasse. Und was mir sofort aufgefallen ist, als ich sie hierher geschoben habe, ist einfach die viel bessere Handlichkeit zur Stelvio. Die ist halt doch, die einige Kilo weniger, merkt man halt doch deutlich. Okay, es gibt schon Aktionen im Verkauf von Moto Guzzi. Bis jetzt leider noch nicht. Mir persönlich macht aber aufs Zubehör 10%. Ja. Steht ja dann auf deiner Webseite. Genau, hat er schon, ja. Genau. Also super. Also, Leute, wenn ihr die neue fahren wollt, meldet euch hier beim Motorradhaus Dürr. Da bekommt ihr sehr gute Beratung und ihr könnt die Modelle auch Probe fahren. Das ist auch nicht überall gewährleistet. Und er hat sie da und auch die Stelvio natürlich hat er da, könnt ihr fahren und auch die V100. Also eigentlich perfekt. So, und ich fahre sie jetzt mal und dann weiter berichten. Also bleibt dran. Ich wünsche dir viel Spaß. Danke. So, also da steht es, hier hinten steht die Strada. Und das hier ist ja die normale V85 TT, Modelljahr 2025, denke ich mal, kann man sagen. Ja, optisch sehen sie natürlich einfach toll aus, die Motorräder. Also das ist jetzt die, so. Also ich finde natürlich das Display, also das finde ich ja schon richtig, also ehrlich, bitte steinigt mich nicht, aber ich finde es einfach viel, viel schöner wie das bei der alten. Und auch das hier ist echt super gemacht, also mit der Scheibe jetzt, mit der Höhenverstellung. Da brauchst du nicht rumfriemeln, das ist echt eine super Sache. Ja, und auch dann hier, das ist also gleich wie bei meiner Stelvio, da kann man durchdrücken. Und Fahrmodi, Verbrauch und so weiter, das hat sie ja alles drin. Auch Tempomatisch hier drin. So, und jetzt fahren wir sie mal. Der Sound ist halt wieder Tubi. Also der Sound ist natürlich schon richtig gut, muss ich echt sagen. Gefällt mir richtig gut. Und ja. Ja, kein Quickshifter. Ja, das ist. Ja, die V85 TT. Was gibt es dazu zu sagen? 2019 kam sie auf den Markt und ich denke mal, ohne dieses Modell wird es wahrscheinlich bei Moto Guzzi ganz schlecht aussehen. Man weiß ja heute, dass die wirklich den Absatz für viele neue Käuferschichten neu generiert hat. Bevor ich auf die Änderungen am Motor eingehe, kurz einmal die generelle Änderungen an der V85 TT. Also klar, dieser Motor mit variabler Ventilsteuerung, die mehr Durchzug bringt und wieder mehr Leistung, also die hat jetzt wieder 80 PS. Dann das neue Display und die Schalter, die finde ich ja ganz stark, von der V100 Mandello bzw. Stelvio. Dann jetzt auch endlich das Windschild einstellbar, manuell mit einem Handgriff. Weiterhin haben wir ein 6-Kanal ABS, auch Kurven ABS genannt, 4 Fahrmodi, eine komplette neue Aerodynamik vorne mit neuen Handschützern, einer neuen Tankabdeckung und die Windschutzscheibe ist 5-fach verstellbar.
Und dann haben wir 3 Modelle. Einmal die Strada, das ist das Einstiegsmodell mit Gussrädern. Das zweite Modell ist die normale V85 TT, hier in Rot-Weiß, sieht wirklich super aus. Und dann gibt es noch die Travel, wie gehabt, mit Koffer und so weiter. Zu den Preisen komme ich dann nachher. Und trotzdem wusste man, dass die alte V85, speziell die mit dem Euro 4 Motor, natürlich nicht ganz so einfach war von der Leistung her. Aber trotzdem immer so mit einem leichten Drehmomenteinbruch zwischen 3.000 und 4.000 Umdrehungen, was durch Mappings und so weiter oftmals halt doch geändert wurde. Dann kam 2021 die Euro 5 Version, hatte noch 76 PS, aber da war dieses Drehmomentloch, das haben sie dann einigermaßen in den Griff bekommen, aber ja, die wirkte halt echt auch so ziemlich lustlos. Also Motorradzeitung hat einmal geschrieben, latent lustloser Motor, und so muss man sagen. Und jetzt kommt der neue Motor mit dieser variablen Ventilsteuerung, und da wird man jetzt mal sehen, da sage ich jetzt auch was dazu, wie denn das funktioniert. Um das zu erklären, möchte ich gar nicht so technisch werden. Also eigentlich ist so, das funktioniert wie bei einem Roller die Variomatic, also das Automatikgetriebe. Da sind Kugeln drin, und wenn er Stoff gibt, so bis bei 6.500 Umdrehungen, gehen die Kugeln nach außen, werden über Federn praktisch gezogen, und dann verstellt sich einfach die Noke. Und das ist eigentlich das Ganze, warum das Klingeln und so weiter weg ist. Und die Klopfsensoren machen dann übrigens dazu, dass einfach das ganze Thema viel, viel besser läuft und auch mehr Drehmoment entwickelt. Und das ist alles. That's it. Also, wenn man ehrlich mit sich selber ist, muss man ganz klar sagen, dass die Motorleistung von diesem Motorrad, der V85 TT, normalerweise absolut ausreichend ist. Bei mir muss ich sagen, okay, ich habe mich jetzt für die Stelvio entschieden, weil einfach die Stelvio doch deutlich mehr Reserve hat, speziell beim Überholen. Und ich habe es jetzt auch bemerkt in den Bergen, da ist die einfach schon viel agiler. Der Nachteil natürlich, ganz klar, das höhere Gewicht, das muss man schleppen. Das heißt, Verbrauch geht hoch, und auch die Handlichkeit des Motorrads ist natürlich bei der V85 TT deutlich besser. Einen Punkt muss man natürlich außen vor lassen, und zwar der persönliche Geschmack. Und für mich ist es einfach so, ich finde die Stelvio einfach ein wunderschönes, hübsches Motorrad. Fließende Linien, und der Motor, wenn man sie von außen anguckt, also das sieht doch einfach geil aus, muss man wirklich so sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die V85 TT nicht schön ist, auch die gefällt mir sehr gut. Aber mir gefällt einfach die Stelvio besser. Und das ist auch der Grund, warum ich heute eine Stelvio fahre. Und jetzt machen wir mal ein paar Fahrtests, um zu sehen, was der neue Motor kann. So, jetzt lassen wir es mal runterkommen. Und dann probieren wir mal ab unten. So. Also ich kann sagen, das ist definitiv weg. Also meine, die hätte so, ich probiere es jetzt nochmal aus. Lasse die jetzt mal von der Drehzahl her ganz runterkommen. Ich nehme mal der zweite Gang, erste Gang. Die dreht also jetzt kaum. So, und jetzt. Also, das Klingeln oder Rasseln oder wie man es auch immer bezeichnen mag, ist definitiv weg. Ich meine, ansonsten ist ja so, dass bei dem Motorrad einfach nicht viel Schlechtes zum Sagen gibt. Das Motorrad ist perfekt, finde ich, also ideales Streckenmotorrad. Und ja, das ist jetzt hier für mich so ein bisschen gedrungen. Ich weiß gar nicht, weil jetzt von meiner V85 gewohnt. Ich finde ein wenig kürzer, also die ist jetzt deutlich kürzer vorne im Vorbau wie die Stelvio. Aber ja, ansonsten fahrwerkstechnisch gibt es nichts zum Sagen. Die läuft perfekt. Also auch wieder, da hat Mutter Gutzi ist auch wieder ein Top Motorrad entstanden. Also Leute, auch wenn ihr mich steinigt,
das Display, also das ist einfach wie soll man sagen, das ist einfach zeitgemäß und ich finde es richtig stark, muss ich echt sagen. Also finde ich richtig gut, viel, viel besser wie das alte, also auch von meiner V85 TT und auch die Schaltereinheiten. Die sehen jetzt wirklich schön aus. Also das ist einwandfreie Sache jetzt. Sehr komfortabel gefedert. Also das mit der variablen Nockenwelle oder mit der variablen Nockenverstellung, das funktioniert wirklich extrem gut, muss ich sagen. Ich meine auch, dass die leistungsmäßig fast ein bisschen mehr drauf hat wie meine. Also wenn man sie so unten raufzieht, läuft sie schon relativ geschmeidig. Und auch das ist echt super, also ist wirklich echt top. Also jetzt habe ich einmal die Scheibe in der niederen Stufe. Ich habe jetzt heute allerdings keinen Adventure Helm auf. Ich habe heute den X-Lite Ultra Carbon auf. Und da hast du natürlich immer auch ein bisschen Vorteil, dass man eben die Verwobelungen nicht so abbekommt. Aber so, wenn wir selber mal ein bisschen schneller fahren, das ist absolut okay. So. Also das, wenn man normalerweise, wie die meisten Motorradfahrer, einmal im Jahr, vielleicht auch zweimal im Jahr eine Tour macht oder so, ansonsten die Tagestouren, also da ist das Motorrad absolut ausreichend. Also das Einzige, was ich jetzt sagen muss, was man hier nach wie vor fehlen würde, das wäre der Quickshifter, aber das ist ja wahrscheinlich Jammern auf hohem Niveau. Wenn ich es natürlich jetzt mit der Stelvio vergleiche, muss ich sagen natürlich auch wieder, wenn ich hier drauf sitze, die ist natürlich schon nochmal echt eine Ecke handlicher. Das muss man echt sagen, wirklich. Die Sitzhöhe ist ziemlich ähnlich, also ich komme hier ähnlich runter wie in der Stelvio, also gut runter. Also Display-Bedienung gleich wie bei der Stelvio. Also hier die zwei verschiedene Anzeigemöglichkeiten. Dann hier haben wir dann die Fahrmodi. Offroad. Sport, Straße, Tour, machen wir es mal auf Sport, so, und dann geht es weiter, da unten kann man ja weiterschalten noch, und, okay, da fehlt ja natürlich jetzt das Modi, da ist das MIA-System nicht installiert, und ansonsten zeigt sie hier an der Durchschnittsverbrauch, der momentane Verbrauch, Tageskilometerzähler 1, Fahrzeit, Geschwindigkeit und so weiter. Also das hat die auch alles drin, was man so alles braucht. Also die hängen wirklich top am Gas, wirklich. Wahrscheinlich ist es auch so, dass doch manche, die auch Stelvio fahren oder kaufen wollen, und beide Modelle Probefahrer auch ins Grübeln kommen, wenn sie ja nicht unbedingt Wert auf die 115 PS legen. Also leistungstechnisch, ja, was willst du da verlangen, das reicht ja sicherlich immer aus.
Sie wird halt doch auch verbrauchstechnisch nochmal 1 Liter unter der Stelvio liegen, wobei jetzt das sicherlich nicht die große Rolle spielt. Aber man muss das natürlich schon alles ein bisschen betrachten. Kfz-Steuer ist teuer, die Versicherung ist deutlich teurer. Und ja, so ist das ja schon eigentlich ein richtig gutes Motorrad, wenn man was verhältnismäßig preisgünstig, also preisgünstig ist ja eben relativ, ja, wenn man es vergleicht mit der Stelvio. Aber ich denke mal, da gibt es ja auch andere Motoren, mit denen man die V85 vergleichen muss. Und ich finde das natürlich auch, also die Rot-Weiße wäre meine als Bayern-Fan, also das ist schon, ich finde ich schon echt, ja, finde ich schön. So. Gut. Okay, was man natürlich auch jetzt auffällt beim Abstellen, das ist, dass der Ausleger wieder ein bisschen kürzer ist da. Also ansonsten, naja, aber guck mal das Motorrad an, das sieht super aus, oder? Also in der Farbe war echt geil. So, und jetzt fahren wir mal die V85 Strada. Das ist ja das Grundmodell. Auch vom Preis her das Einstiegsmodell. Die Höhe ist gleich. So. Schauen wir mal, was die so alles kann. Gut, schalten wir aus. Gut. Also das Motorrad, also wer halt keinen Kofferträger und so sucht, der ist hier sicherlich schon richtig. Fünfte Gang, wir sind jetzt bei 1200 Umdrehungen und ja, aber auf jeden Fall ist da das Geklapper weg. Also sie zieht an von unten rauf. Ist jetzt zwar nicht so prickelnd, aber das ist vollkommen okay und da schlappert nichts und da tut nichts. Also ist insgesamt schon sehr gut. Da haben sie ihre Hausaufgabe gemacht, das muss man sagen. Und die 4 PS, komischerweise, man merkt die. Vielleicht bilden wir es aber auch bloß ein, aber ich denke, dass man sie merkt beim Fahren. Und dann noch zu den Preisen. Moto Guzzi hat diese V85 TT Modelle eingepreist ab 12.499 €. Das ist die Strada. 13.499 €, das ist die TT. Und 14.990 € kostet die Travel, die aber dann auch Vollausstattung hat mit Sitzheizung und Koffer und so weiter. Die hat wirklich alles dabei. So, wenn man sie jetzt vergleicht mit der Stelvio, die kostet 16.499 €, muss man sie ja fairerweise mit der normalen TT vergleichen. Also das heißt, die Stelvio ist 3.000 € teurer. Muss jeder für sich selber entscheiden, ob ihm das wert ist oder eben nicht. Aber auch hier bekommt man vielleicht, also ich jetzt nicht mit der Strada, wäre jetzt nichts für mich, weil da muss schon zu viel noch nachrüsten. Aber wenn jemand nur Stadt fährt, ist die Strada sicherlich ein perfektes Motorrad. Ansonsten die TT. So, jetzt habt ihr es gesehen. Also ich denke mal, dieses Ruckeln oder Klappern oder egal wie man da dazu sagen will, das ist wirklich beseitigt. Die Ausstattung ist deutlich aufgewertet zur bis 2023 gebauten und ja, also einfach, es ist einfach eine moderne Form, die sie jetzt hat.
Ich finde also, wie gesagt, auch das klare Cockpit ist für mich einfach ein ganz großer Fortschritt und es ist einfach so, das ist der Stand der Zeit. Und jetzt ist halt die Frage, mit was vergleicht man sie? Nämlich eine Honda 57 Transalp oder BMW 800er GS oder eine V-Strom 800. Ja, die haben halt alle einen Kettenantrieb und wenn man das nicht möchte, ist man sicherlich schon bei der Moto Guzzi echt richtig super Motorrad drin. Ja. Es ist einfach so, die V85 muss man ganz klar sagen, das ist eine richtige Guzzi. Was man sich so aus den vergangenen Jahren auch immer als Guzzi vorgestellt hat, luftgekühlt. Da ist natürlich die Stelvio wirklich ganz weit weg davon. Und wegen dem kann man es auch so direkt nicht vergleichen. Wenn man jetzt im Internet mal schaut, ist es so, dass man die bis 2023 gebaute so für knapp unter 10.000 Euro bekommt als Tageszulassung oder auch als Neufahrzeug. Also Stand momentan, heute 8.6.2024. Also bei Mobile sind glaube ich 11 oder 12 Fahrzeuge drin, die so angeboten werden. Und also das heißt, man spart auf jeden Fall 2.500 Euro zur neuen. Jetzt muss man da selber entscheiden, ist einem das wert. Also das heißt, der neue Motor, das Display und so weiter, sind das alles Sachen, die man so für 2.500 Euro kaufen würde. Meine Meinung dazu ist klar, ich würde immer den technischen Fortschritt nehmen, also das neue Modell. Bin aber jetzt natürlich mit meiner Stelvio bedient, weil da habe ich das alles drin und für mich ist das so okay. So, also jetzt sind wir die beiden V85 TT-Modelle gefahren. Die haben mich wirklich überrascht. Also speziell die V85 TT. Also ja, der Motor, das funktioniert jetzt wirklich echt super. Kein Geruckel, kein Klingeln und ja, Kraft, so viel da. Also die hat normalerweise immer auch die Kraft, dass das top reicht. Okay, ich habe da ein bisschen andere Ausrichtung. Ich bin auch froh in der Stelvio, aber was man natürlich sofort merkt, ist die Handlichkeit, die bessere von der V85. Also die ist wesentlich agiler und auch leichter zum Handeln, wo die Stelvio immer ein bisschen störrisch ist. Also das ist bei der wirklich super. Und sie hat ja dann doch echt ein Alleinstellungsmerkmal mit dem Kardan. Ich finde einfach das Motorrad für den Preis super. Und die 1000 Euro oder 900 Euro Aufpreis von der Strada zur V85 muss man sich halt immer überlegen, wie man es mit der Gepäcklösung macht. Weil die natürlich gar nichts drin hat. Also das heißt, wenn es hinten drauf spannt, geht sicherlich beides, aber das muss man natürlich einfach wissen. So, und jetzt fahren wir zurück und dann versuche ich mal das Video zu schneiden. Also, jetzt könnt ihr euch eure Gedanken dazu machen. Wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Daumen nach oben super. Abonnement von dem Kanal noch besser. Also, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Euer Motorradtourer. Tschüss.